Hallo Hannover! 90.000! Wahnsinn, toll! Ihr seht toll aus und ich danke für die Einladung, hier zu sprechen. Es ist ganz wichtig, ich bin eine Amerikanerin und auch ich bin eine starke Gegnerin von TTIP. Gegen TTIP zu sein, ist nicht unamerikanisch. Es ist ein großer Beweis Freundschaft und Solidarität aus der breiten US-Koalition der Zivilgesellschaft. Bitte lass mich sagen, vielen Dank an alle Menschen in Deutschland, die mithelfen, TTIP zu stoppen. Vielen Dank. Und jetzt, es tut mir leid, aber ich muss Englisch sprechen, weil mein Deutsch ist nicht so schön. Und mein Kollege Jörg werde übersetzen. So, when TTIP talks were launched in 2013 in the United States, we hoped finally it would be the end of the terrible US free trade agreement model. Als 2013 die Gespräche zur TTIP begonnen wurden, dachten wir, das wäre endlich hoffentlich mal das Ende des alten Modells der TTIP, der Freihandelsverträge, die die USA bis dahin abgeschlossen hatte. Mal was Neues. Starting with the 1993 NAFTA with Mexico and Canada, commercial interests have exploited the secrecy of the process of trade negotiations to capture trade agreements and impose policies, many of them unrelated to trade, bad for the environment, bad for consumers, bad for workers, that they could not achieve in the sunshine of democracy. Schon mit dem Abkommen, das 1993 abgeschlossen worden ist, das NAFTA-Abkommen mit Mexiko und Kanada, wurde ein Prinzip verankert, das durch Freihandelsabkommen Politikern durchgedrückt wurden, die in einem normalen demokratischen Prozess nie durchs Parlament gekommen wären. 2 decades of American Trojan horse trade agreements became delivery mechanisms for extreme investor rights, for new monopolies that allowed the pharmaceutical firms to charge outrageous prices for medicine, for deregulation of food safety, of the environment. 2 Jahrzehnte lang sind Handelsabkommen als trojanische Pferde genutzt worden, als Mechanismen, die extreme Investorenrechte, neue Monopole, die zum Beispiel mit die Preise für Pharmazeutika vorangetrieben haben und die Deregulierung des Schutzes oder der Kontrolle von Lebensmitteln vorangetrieben haben. Sie wurden als Mechanismus für solche Deregulierungspolitik genutzt. Numerous food safety, environmental laws were rolled back. Governments were made to pay $3 billion through investor state on corporate attacks, on energy policy, toxic bans, water policy, timber policy, and our wages went down. $3 Milliarden sind bereits bezahlt worden an Entschädigungen für Investoren und die Standards im Bereich vom Umweltschutz, vom Lebensmittelschutz sind massiv zurückgedreht worden. Auch die Löhne sind massiv nach unten gedrückt worden. The damage of these trade agreements over 20 years is why now in our country there is a nationwide bipartisan revolt in our presidential race
against any more trade agreements, TPP, TTIP, CETA, any agreements, very unpopular. Der Schaden ist so groß im Land, dass es nun auf beiden Seiten des politischen Spektrums, der Rechten und der Linken, einen Aufstand gibt in den USA im Rahmen des Vorwahlkampfs, der nun da ist, gegen jegliches neues Freihandelsabkommen. Die Leute haben die Schnauze voll. But here is the problem. The same secretive negotiating process where 500 US corporations have an official advisory role that was used for NAFTA and used for the Pacific TPP is what's driving the negotiations of TTIP. Leider wird derselbe geheime Verhandlungsprozess, der dominiert ist von 500 offiziellen Beratern, ich nenne das Berater, aber es sind Lobbyisten, die Konzerninteressen vertreten, die diesen Prozess vorantreiben. Das ist derselbe Prozess, der das Desaster von NAFTA produziert hat und der von Obama auch benutzt wurde, um das TPP-Abkommen voranzutreiben. Das ist genau derselbe Prozess, der nun TTIP vorantreibt. TTIP may still be secret, but we can all look at the text of the TPP, the agreement with the Asian and Latin American countries. It is a preview of coming attractions. And this is a very scary film. TTIP ist immer noch geheim, aber wir können jetzt einen Blick werfen auf das pazifische Freihandelsabkommen. Und dieses pazifische Abkommen ist sowas wie eine Vorausschau dessen, was uns mit TTIP erwartet. Und das ist wirklich eine sehr erschreckende Vorausschau. We were promised TPP would fix investor state. We were promised it would have high, strong environmental standards. But once we saw the text, the environmental groups that President Obama said supported TPP all came out opposed, joining a massive civil society coalition opposed to more of these agreements. Uns hat man zuvor versprochen, dass das TPP-Abkommen im Pazifik diese Schiedsgerichtsprozesse irgendwie fixen würde, dass die praktisch jetzt verbessert würden und dass dieses Abkommen die höchsten möglichen Umweltstandards enthalten würde, die man jemals zuvor gesehen hätte. Aber nachdem man den Text veröffentlicht hat, sind die Umweltorganisationen, die zuvor noch Obama unterstützt haben, sind rübergekommen und haben die massive Koalition unterstützt, die sich nun deutlich gegen TPP stellt. So why is President Obama's entire political coalition against his trade agreements? Look at TPP. It goes farther for agribusiness and the biotech companies against GMO policy. It has worse rules for consumer privacy. It has greater threats to policies to combat the climate crisis than any previous US trade agreement. And the other ones were not good. Warum ist die Basis von Obama, die eigentlich die ihn ins Amt gebracht hat, ins Amt gewählt hat, warum ist die jetzt so massiv mobilisiert? Das liegt daran, dass TPP weitergeht als jedes vorherige Abkommen, um die Rechte von Agribusiness-Firmen voranzutreiben, die Gentechnik auf den Verbraucher reindrücken, den Verbrauchern verkaufen wollen. Es ist eine Politik, die notwendige Politik zur Bekämpfung des Klimawandels unterminiert oder jeglichen Datenschutz aushebelt. And it's very important to know that the US corporate elites do not intend to get less of their agenda with TTIP than they achieved with TPP. Und es ist wichtig, dass ihr wisst, die US-Konzerneliten, die TPP gepusht haben, die werden sich nicht mit weniger zufrieden geben in TTIP. So Germans are very wise
to be skeptical when the European Commission says, "Don't worry, there won't be GMOs. Don't worry, no chlorine chicken." That's exactly, I am sad to say, the US corporate agenda. Die Deutschen sind sehr schlau und sie haben gute Gründe, skeptisch zu sein, wenn die EU-Kommission zu ihnen sagt, na, ihr braucht keine Angst haben, es wird keine Gentechnik kommen mit TTIP und es wird euch alles nichts passieren. Ihr habt allen guten Grund, besorgt zu sein. And now we've had our Vattenfall moment. Und nun hatten wir in den USA unseren Moment, wie ihr in Deutschland ihn hattet mit Vattenfall. Vattenfall hat ja gegen den deutschen Atomausstieg geklagt. The US has felt immune from investor state. Our corporations attack developing countries. We don't get attacked. In der Vergangenheit wurden solche Schiedsgerichte immer von US-Konzernen genutzt, um Entwicklungsländer anzugreifen. Die USA wurde bisher nie angegriffen. Except now one of Obama's most important legacy pieces on climate, stopping the XL pipeline with the dirty tar sands, has become ISDS attacked under NAFTA. Aber nun plötzlich ist es anders geworden. Plötzlich gibt es einen Angriff auf einen der wichtigsten Errungenschaften der US-Umweltbewegung, die Entscheidung von US-Präsident Obama, die Keystone XL-Pipeline zu stoppen, wird bedroht durch ein Schiedsgerichtsverfahren. A victory of Native American people, landowners, farmers, environmentalists, 4 years of campaigning could be destroyed by an investor state attack that demands $15 billion from the American taxpayer. Über 4 Jahre haben amerikanische Ureinwohner, haben Farmer, haben Umweltschützer, Bürger aller Art hart gekämpft, um diese Pipeline zu Fall zu bringen. Es war eine riesen Bewegung und sie hat so viel Druck ausgeübt. Und dieser Riesenerfolg dieser Bewegung ist nun bedroht durch ein Verfahren, wo der Transkanada-Konzern 15 Milliarden Entschädigung verlangt von den USA, weil diese Pipeline nicht genehmigt wurde. That case is one of the reasons Congress does not have a majority for TPP. Das ist einer der Gründe, warum im US-Kongress es keine Mehrheit gibt für TPP. But imagine that TTIP would empower 80,000 more US and European corporations to attack your and our laws through investor state. 80,000. 80.000 zusätzliche Unternehmen würden durch TTIP neu in die Lage versetzt, Politiken anzugreifen mittels solcher Schiedsgerichtsverfahren. While the risks of TTIP are obviously very high for most of us, even the most grand estimates of benefits are very small. So, während für uns alle die Risiken von TTIP sehr groß sind, sind selbst die großzügigsten Schätzungen des Nutzens von TTIP minimal. So, when they meet tomorrow, President Obama and Chancellor Merkel should, of course, continue efforts to deepen the friendship between our countries, the cooperation, and yes, even the trade. Wenn morgen in Hannover Obama und Merkel sich treffen, sollen sie sich natürlich darüber sprechen, wie man die Freundschaft und die Zusammenarbeit, ja sogar den Handel zwischen unseren Ländern verstärken kann. But the deeply flawed pro-corporate process and agenda of the TTIP itself must be rejected. Aber TTIP muss abgelehnt werden. Es ist ein Prozess, der Konzerninteressen bedient, nicht die der Bürger. Zusammen können wir TTIP stoppen und dann später die nächste, wir können besser tun. Alles Gute, danke.